Für Kogana ist jeder ein Grünohr, von daher. Greenhorn. Gucken wir mal kurz. Aha. Hätte ich gerne auf 0. 0, 0, 0, 0, 0. Geht er nicht auf 0? Ach, das war jetzt 0. Okay, 1000, 1000, 1000 ist richtig. Ist schwierig, alles auf 0 zu kriegen, 0, 0, 0. Alles klar. Ups. Mal kurz prüfen. 0, 1000, 0. Alles klar. Ach, bei der Panzerung wollte ich auch noch mal gucken. Ich weiß, es ist penibel, weil ob jetzt 3 oder 0 ist, ist eigentlich irrelevant, aber 0, 0, 0, 1. Okay. So, 0. 1000, 1000, 1000. Da hätte ich auch gerne 0. Ja. Jo, nochmal prüfen. 0, 1000, 0. Alles klar. Da ist EOS. Gucken wir mal E-Mail-Terminal. Wo sind eigentlich die... Mac. Ach, da. Hier ist ein Modell der Normandy. Wo ist denn das Modell der Hyperion? Hatte ich ja auch gesammelt gehabt. Ach, da. Boah, ist aber ein großes Modell der Normandy, ne? Schick. Boah, viel. Mein Aufsatz, ja, Sie sind der Boss von Vetra, ja, ich bin stolz hier zu sein. Haben wir auch gelesen, Erinnerungen an Ryder von Cora. Danke für das Gespräch, ich fühle mich jetzt besser, auch wenn die Dinge noch nicht geregelt scheinen. Haben wir auch schon gehabt, Yoga-Positionen. An Ryder von Lexi. Hallo Ryder, angesichts der Kreislaufbelastung bei Ihrem Sportprogramm empfehle ich Ihnen 5 bis 10 Minuten Dehnen täglich, um die Hüften zu öffnen und die Verspannungen im unteren Rückenbereich zu lösen. Die im Folgenden aufgeführten Positionen wären dafür bestens geeignet. Ich will nicht elitär klingen, aber obwohl die Menschen Yoga erfunden haben, wurde es doch erst von den Asari perfektioniert. Korinths Bogen. Stellen Sie sich breitbeinig hin, einen Fuß nach außen gedreht, atmen Sie tief ein. Beugen Sie Ihren Oberkörper beim Ausatmen in die Richtung Ihres ausgestellten Fuß, bis Ihre Hand Ihren Knöchel berührt. 5 Sekunden halten, dann die Seite wechseln. Tevuras Umarmung. Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie die Fußsohlen gegeneinander, sodass Ihre Beine ein Karo auf dem Boden bilden. Legen Sie die Handflächen auf den Boden und drücken Sie Ihre Hüften nach vorne, aber übertreiben Sie es nicht. Haltung der Matriarchin. Knien Sie sich hin und atmen Sie tief ein. Führen Sie beim Ausatmen beide Hände zusammen, sodass sie ein Dreieck bilden. Schwingen Sie die Arme beim zweiten Einatmen über den Kopf und beugen Sie sich vor, bis Ihr Oberkörper sich zwischen den Schenkeln befindet. 3 Atemzüge lang halten und dabei jedes Mal ein Stück tiefer sinken. Geben Sie mir bitte Bescheid, falls Sie Bilder oder Videos benötigen. Lexi. Wegen ihres Vaters, an Ryder von Drag. Vetra hat mir gesagt, dass was mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie können ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier meistens. Drag hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. 2 kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Ach ja. An Ryder von Kello. Hallo Ryder, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Tempest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hacks, die die Schiffskonstrukteure und ich im Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code JCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Kein Kaffeelimit, lässt Sie den Kaffeeautomat in der Küche beliebig oft benutzen. Wasser-Temp Overdrive hebt die Warmwasserrationierung in der Dusche auf. Neue Waschreihenfolge. Setzt Ihre Kleidung im automatischen Waschzyklus an die erste Stelle. Viel Spaß damit und behalten Sie die Codes für sich. Kallo. Klar. Das Gewölbe. An Ryder von Cora.
Habe alle Berichte über das Reliktgewölbe gelesen. Klingt verdammt gefährlich. Sie haben wirklich enormes Glück. Mein Jägerinnenhandbuch würde dazu sagen, Glück ist ein Schwebebalken zwischen dir und dem Feind. Aber sind die Relikte überhaupt unsere Feinde, so wie die Cat? Oder verteidigen sie nur ihr Eigentum? Habe eine Warnung an Bradley und die anderen in Prodromos ausgegeben. Nicht um ihnen Angst zu machen, sie sollen nur wissen, was sie da womöglich ausgraben. Falls Sams Schätzungen korrekt sind, könnte das Gewölbe sich über einen Großteil der Kontinentalplatte erstrecken. Da fragt man sich schon, wer ein so großes Loch gegraben hat. Cora. Die McCoy-Brüder. An Ryder von Nigel McCoy. Lieber Pathfinder Ryder, mein Bruder Dash war mein bester Freund. Es schmerzt mich noch immer, dass er fort ist und wir nicht, wie erhofft, hier in Andromeda eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Aber zu wissen, dass unsere Familienanhänger vereint sind, tut meinem Herzen gut. Wenn meine Frau und ich uns hier niederlassen und eine Familie gründen, wird unser erstgeborenes Kind den Namen meines Bruders tragen. Und hoffentlich wird er oder sie mein neuer bester Freund werden. Meine aufrichtigen Wünsche begleiten sie und ihr Team. Nigel. Bitte um Hilfe. An Ryder von Dr. Aridana. Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung. Ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte meinen Forschungen zur Geißel helfen. Wir können den Nexus-Laboren persönlich darüber sprechen. Herzliche Grüße an Sie und Sam. Dr. Aridana, Leitung Astrophysik, Nexus-Labor. Bestätigen. Alles klar. Reden wir mal mit Sam. Hello, Ryder. Eos has been a lesson in contrast. Alec Ryder rarely endured doubt. His accomplishments were taken for granted. But you succeeded on Eos, despite doubt and fear. Emotionally, the difference is like catching a ball versus catching a star. You have grown as a result, and so have I. Thanks, Sam. Nothing more. Okay. Aber wir klettern mal hoch. Hier gucken wir mal, ob wir den Hammer ausrüsten können. Ja, ja. So. Nice. So, gucken wir mal. Inventar. Nahkampf. Jetzt zerlegen wir die Universalklingen. Und wir speichern. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Should I consider you a temporary addition? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. You left everything and everyone you knew because you were bored? No, I came with someone I knew. Then she got bored with me. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. That's just the one thing you want me to know about you. Let's start with that then. Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Tell you what. I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the by.
Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Okay. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? You really won't tell me what you're working on? That's right. Next question. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. A resourceful accomplice finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. You mentioned you came to Andromeda with someone? Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. The one who woke me up early. But now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? I don't know. Don't friends and loved ones make all the effort worthwhile? I've always been self-motivated. Don't need much more than curiosity to drive me forward. So how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military-minded Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drek is, well, old. Wonder if he can still learn new tricks. What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. I hope they aren't all work, work, work. Who's left? Well, there's... Oh, right, Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? She's exactly what she should be. Capable, reliable. She's a valuable part of my team. Sure, sure. That comes across too. There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. What drew you to the Remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Okay. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. It's dangerous. And that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. You mean... a god? Yes, I believe in a higher power. I know it's a little odd, but I am a scientist because science brings me closer to something greater than myself. Sehe ich gar nicht so. There's nothing about the universe that suggests a divine intelligence. And most of what we've seen in Helios is artificial, as you said yourself. Yes, but we're creative beings. Whoever made the Remnant was too. Why should that be proof against a god? Wouldn't a true creator want to pass on the drive to invent? If everything was set in place by some mysterious creator, why even be a scientist? If I have reverence for a creator, how could I not want to study their creation? My faith does not hinder my work as a scientist. It encourages it. My senses tell me what the world is. Science shows me how it came to be. And religion tells me why. Science and religion have always been at odds. No amount of rationalization is going to change that. Shall we agree to disagree?
Our beliefs are clearly incompatible. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. We'll talk later. Klar. Oh, the ship manual's useful. That leg of my workbench needed propping up. If you bothered reading it, you'd know that the Tempest is an orchestra of new tech. You can't just meddle with... I got this ship launch ready in record time, Callow. I know my stuff. And you don't have a shred of respect for other people's. Callow? Oh, Ryder. Sorry you had to hear that. What can I do for you? What do you think of the rest of the crew? Well, I can't talk about Suvi. She's sitting right there. I'm not listening. You can say whatever you like. Oh no, I'm not falling for that again. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Okay, dann fliegen wir mal, denke ich, zur Nexus, oder? Wir gucken uns mal kurz im Logbuch um. Das ist auf der Nexus. Das können wir überall machen. Das ist noch auf Eos, aber das können wir noch nicht machen. Können wir auch noch nicht machen. Vielleicht kommt das auf der Nexus. Die anderen Stationen der Forscherin finden, das ist auch auf Eos. Können wir noch nicht machen. Oder machen wir on the go. Planeten ganz Helios scannen. Ja, da sind wir auch schon dabei. Alles klar. Abgeschlossene Aufgaben. Einmal durch. Helios-Aufgaben Nexus. Die Feuerwehr. Dr. Aredana hat versucht, sie zu kontaktieren. Sprechen Sie in den Tech-Labors auf der Nexus mit ihr. Machen wir auf jeden Fall. Und das machen wir auch. Das machen wir auf jeden Fall erstmal. Mörder. Nagmar-Drak, kroganischer Verrat. Nach allem, was man hört, ist William Spender ein ausgesprochen schwieriger Mensch. Darüber hinaus besteht Grund zur Annahme, dass der stellvertretende Direktor der Kolonialverwaltung aktiv darauf hinarbeitet, den Kroganern zu schaden. Drake hat sie gebeten, Spenders Aktivitäten genauer unter die Lupe zu nehmen. Machen wir auf jeden Fall auch. Okay, aber erstmal erster Mörder. Mal hinaus. Ah, das war's hier, ne? Clusterkarte. 100%, 100%. Heranzoomen. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück nach Senghe. Nieze wie Schnieze. Andocken. Ah, was haben wir denn hier? Also kronischer Verrat, in der Zukunft erwacht, ein besserer Anfang, Kryobetrieb-Vorteile, erster Mörder und die Feuerwehr. Okay. Jo.